Herzlich willkommen zu einem Sommerspezial aus der Aquarellwerkstatt. Es ist Sommer und wir machen jetzt gerade auch ein wenig Urlaub. Um euch die Wartezeit bis zum nächsten Video etwas zu verkürzen, laden wir hier in loser Folge ein paar Überraschungsvideos für euch hoch. Es handelt sich dabei um Zusammenschnitte einiger vergangener Live-Malabende. Falls ihr an so einem Live-Event demnächst auch einmal dabei sein wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Unterstützerbereich. Bei einer monatlichen Unterstützung unseres Kanals mit zum Beispiel 10 € bekommt ihr zusätzlich zu allen Skizzen und Fotos auch Zugang zu den monatlichen Livestreams. Dies sind Malabende hier auf YouTube, an denen wir zusammen malen und ihr im Chat auch Fragen stellen könnt. Bei Abschluss eines Unterstützerpakets, das übrigens ganz einfach monatlich kündbar oder wechselbar ist, bekommt ihr natürlich auch sofort Zugriff auf alle älteren Streams, so dass ihr den folgenden Zusammenschnitt auch in Echtzeit Pinselstrich für Pinselstrich sehen könnt. Nun aber erstmal viel Spaß mit diesem Film. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend an alle, die schon so zahlreich versammelt sind. Heute gibt es ein schönes, entspanntes Motiv, nachdem wir uns beim letzten Livestream ja mit einem sehr anspruchsvollen Motiv beschäftigt haben. Heute finde ich es nicht so anspruchsvoll, aber wunderschön. Das ist ein Motiv aus Schweden. Und ich habe da ja, oder meine Familie hat seit 10 Jahren dort ein Häuschen und auf dieser vorgelagerten Insel im Scherengarten sind wir regelmäßig. Das ist eine sehr schöne Stelle, wo ich viel male und auch seit 10 Jahren übe, Steine zu malen. Und das hat bei mir einige Zeit gedauert. Inzwischen habe ich eine ganz gute malerische Sprache dafür gefunden und das möchte ich gerne heute mit euch teilen. Es geht aber natürlich nicht nur um die Steine, sondern auch um Himmel, vielleicht eine Morgenstimmung oder eine Abendstimmung, also es ist kein Mittagshimmel, und die Wasserfläche. Und wenn wir Lust haben, dann eventuell noch ein paar kleine Figuren. Die habe ich bewusst in der Skizze weggelassen, die können wir nachher im Bild einfügen, wenn wir das möchten. Und wenn nicht, dann lassen wir sie weg. Zunächst mal am Beginn, so wie immer, eine Buchvorstellung. Hier liegt das Prachtstück. Ihr seht hier den Namen Josef Spukowicz, einer der ganz großen lebenden Aquarellkünstler, der sicherlich ganz vielen von euch auch bekannt ist. Das ist ein Katalog seiner letzten großen Solo-Ausstellung 2023 in China. Dieses Bild hier hat er vorne auf seinem Katalog drauf. Und da schreibt er hier auch, das ist eins seiner Lieblingsbilder, die er, also von seinen eigenen Bildern. Das finde ich sehr interessant und aufschlussreich. Denn auf diesem Bild ist überhaupt nicht viel drauf. Es ist auch farblich wahnsinnig reduziert, das habt ihr jetzt schon gesehen, ich habe ja durchgeblättert, das zeichnet ihn aus. Er ist wirklich ein Tonwertmaler, der im Laufe seiner malerischen Karriere die Farben immer mehr zurückgenommen hat. Früher war es bunter bei ihm und jetzt wird es immer mehr in diese Graurichtung. Und da diese Bilder zwar nach alten Skizzen entstanden sind, aber eben überwiegend neu gemalt, ist eben dieses gemutete und graue, ne, wenn wir hier mal gucken, so ein richtiges Grün ist das hier auch nicht, es ist halt ein gebrochenes Grün. Und das Graue ist hier im Buch sehr dominant. So, jetzt liegt hier meine Skizze. Ich lege hier ganz kurz nochmal das Foto oder das Originalbild hin, nachdem ich mich ungefähr richten werde. Für den Himmel verwende ich jetzt die Farben Kobaltblau. Das lege ich einmal hier hin. Ultramarin würde auch gehen. Und Lichter Ocker. Ich benutze das Lichter Ocker von Winsor Newton. Eine sehr leuchtende, gelbliche Farbe, die sehr blass ist. Wenn man Schminkefarben verwendet, dann ist dieses lichte Ocker oder das Ocker einfach eine viel pigmentreichere Geschichte, wird dann schnell mal ja wirklich Ocker oder so beige im Himmel. Das wollen wir nicht. Deswegen bei Schminke vielleicht lieber auf Sienna Natur zurückgreifen, wenn ihr das habt. Das wäre vergleichbar. Oder ihr nehmt das Ocker jetzt, wenn es von Schminke nur da ist, und seht zu, dass ihr wirklich viel Wasser dann da reinbekommt. Den Himmel feuchte ich jetzt an mit klarem Wasser. Ich arbeite ja auf gutem Büttenpapier. Das Baumwollpapier ist wirklich ein Unterschied, wenn man jetzt so schöne, weiche Verläufe bekommen möchte, wie es im Himmel jetzt angezeigt ist. Und immer dann, wenn nicht Baumwollpapier oder Cotton oder Hadern draufsteht, dann ist es auch Zellulosepapier. Also der Baumwollanteil würde draufstehen auf der Packung. Und wenn da nichts draufsteht, dann
ist es auch nicht Baumwolle. Bis zum Horizont habe ich jetzt nass gemacht. Und jetzt ist meine Vorüberlegung, dass ich den Himmel zwar mit dem Ocker male und mit dem Blau, aber er soll nicht so ganz hell sein, der Himmel. Also ich nehme jetzt das Ocker hier rein in den unteren Bereich. Und von oben kommt jetzt das Blau dazu. Und an einer Stelle hier treffen sich die beiden. Und da versuchen wir nicht zu viele Striche reinzusetzen, denn sonst wird es grün, wenn man jetzt da lange drin arbeitet. Aber wenn man nur so ein paar Striche macht, dann bleibt es eigentlich ganz gut. Ich gehe jetzt mal ins Ultramarin, weil ich muss oben noch ein bisschen dunkler werden. Denn wie gesagt, so ganz hell soll der Himmel nicht sein. Da unten beim Gelb schon, da kann ich jetzt nicht viel machen, aber hier oben kann ich schon noch ein bisschen dunkler. So ein bisschen Leben darf bleiben im Himmel, also ganz glatt gemalt werden soll er nicht. Wenn ich es jetzt ganz steil halten würde, würden sich sogar so kleine Bewegungen ergeben. Aber man kann es jetzt ein bisschen so in dieser Richtung halten, dann läuft die Farbe noch etwas nach unten und bleibt waagerecht, ja, dass wir nicht so Regenspuren bekommen. Den Rand schön abwaschen. Und dann male ich jetzt das Meer und werde das Meer über die Steine drüber malen. Also das wird jetzt alles als eine Fläche, als Wasserfläche gemalt und die Steine setze ich nachher oben drauf. Das ist so ein bisschen die Idee. So, für das Wasser verwende ich jetzt folgende Farben. Auf alle Fälle kommt das Himmelsblau mit rein, also in dem Fall Kobaltblau. Dann werde ich mit reinnehmen Kobalt-Türkis Light, das ist nachher auch in den Steinen mit drin. Das ist also schon ein bisschen jetzt mit Blau gemischt, ist so. Und etwas Neutraltinte. Ich mische es mal gleich zusammen, diese drei Farben, dann haben wir diese Farbe hier für das hintere Wasser. Vielleicht ein bisschen mehr Blau noch mit rein. Ein bisschen Neutraltinte ist jetzt hier noch mit drin. Also Kobaltblau, Kobalt-Türkis Light, das Ganze mit Neutraltinte. Gibt diese Farbe, die ist eigentlich auch schon ganz schön. Vielleicht mache ich eine Mischung aus diesen beiden. Also wir mischen jetzt diese Farben uns hier zusammen. Los geht's. Hinten ist immer schön, wenn man so ein bisschen durchbrochenen Pinselstrich hat. Das ist mit dem Eichhörnchenhaarpinsel nicht so einfach hier, weil der das nicht so hundertprozentig macht. So über die Steine drüber und ab und zu mal so eine durchbrochene Pinselgeschichte stehen lassen für die Welle. Und jetzt kommen wir schon nach vorne. Und vorne habe ich noch nicht gesagt, wie ich vorne weitermache. Aber ich muss jetzt gleich weitermachen. Vorne werde ich einfach heller. Gehe über die Steine jetzt drüber, einfach nur als Grundierung. Und jetzt kommen wir hier in diesen Bereich, den ich wirklich nachher ganz hell haben möchte. Hell heißt jetzt einfach nur mehr Wasser drin. Und jetzt kommt in diese wirklich wässrige Geschichte, die hier liegt, auch ein bisschen von dem Gelb, also von dem Ocker, vom Himmel. Denn hier ist es jetzt so, dass sich in dem Bereich hier unten in der hellen Pfütze auch natürlich das Gelb vom Himmel ein bisschen spiegelt. Bisschen Ocker, wieder vorsichtig, dass nicht grün wird und gleich hinten dran ein bisschen Alizarin, das ist jetzt das Rot, was wir noch nirgendwo haben, aber was ein schönes Grau jetzt mit dem Blau zusammen, hier werdet ihr gleich sehen, ergibt. Ja, also eine Spur Rot ist mit drin und jetzt gehe ich wieder in das Blau. Also diese Pfütze hier, die ist mein Bildfokus, die soll einfach schön hell sein und trotzdem ein bisschen farbig, ein bisschen. Jetzt haben wir hier das Kobalt-Türkis noch. Und hier in diese letzte Ecke von der Pfütze möchte ich ein bisschen Violett haben. Also da setze ich jetzt Ultramarinblau mit Alizarin und das Ganze so ein bisschen dunkler. Das ist hier das untere Ende der Pfütze. Okay, dann haben wir den ersten Farbauftrag schon geschafft. So, für die Steine nehme ich jetzt verschiedene Grundmischungen. Bei den Steinen ist es so, dass immer viel Blau mit dabei ist. Allein weil diese Steinoberfläche glatt ist und vielleicht auch ein bisschen feucht und sich dann der Himmel auch darin widerspiegeln würde. Also Blau vom Himmel ist auf alle Fälle mit dabei in der Steinfarbe, egal was noch dazu kommt. Blau, dann natürlich Sienna gebrannt, das ist einfach ein schönes Orangebraun, was jetzt mit dem Blau zusammen gemischt schon mal so ein Steingrau ergibt. So, das wäre diese Farbe, relativ neutrales Grau.
Um das ein bisschen interessanter zu halten, kommt natürlich noch Alizarin Karmesin dazu. Das ist das Violett. Das variiert jetzt einfach diese Steinfarbe. Gerade dieser Granitstein ist häufig auch ein bisschen rötlich. Und eine wunderbare Steinfarbe können wir aus der Kombination Alizarin Karmesin und Cobalt Türkis Light erschaffen. Das sind quasi zwei komplementäre Farben, ein kühles Rot und ein kühles Grün, wenn man so will, und geben ein tolles, lichtes Grau, ein ganz helles, transparentes Grau. Das ist jetzt ein sehr dunkler Stein schon hier, der lebendig ist, dadurch, dass es blau hier an der Stelle mehr ist, da ist es mehr braun. Und so können wir, ja, durch das viele Wasser, was in der Fläche ist hier, gibt es auch schöne, spektakuläre Verläufe. So, ich habe jetzt hier schon mal gemischt. Ich habe Ultramarinblau genommen, ist ein bisschen Sienna gebrannt, nicht zu viel, weil bläulich soll es schon sein da hinten, und werde aber gleich noch ein bisschen variieren mit Cobalt Türkis und Alizarin. So, das leicht kantige der Scheren arbeite ich schon ein bisschen raus. Flach, ja, diese Bewegungen sind alle flach, und dann gibt es mal so eine kleine Erhebung, weil da vielleicht wieder irgendwas Neues kommt, ein neuer Felsen sich reinschiebt, und ein bisschen unter den Horizont. Das Doofe ist wieder, dass ich mich hier nicht an meine Vorzeichnung halte. So, auch hier kann man so ein bisschen noch was erfinden. Kleine vorgelagerte Schere. Und jetzt kommt die hier vorne liegt. Die liegt halt deutlich weiter vorne und geht dementsprechend auch ein bisschen höher. Und ich habe ein bisschen wenig Variation. Also gebe ich jetzt hier nochmal hinein ein bisschen was Grünliches. Hier auch. Bisschen lichter Ocker jetzt hier hinten rein oder auch mal Sienna gebrannt. Ja, manchmal sehen die auch im unteren Bereich schön bräunlich aus, diese Scheren. Nur nicht zu warm jetzt hier. Also ich komme jetzt gleich wieder mit meinem Blau und Rot und gehe hier wieder und mache es ein bisschen violetter. Dann geht es weiter vorne mit den Steinen. Und welche Farben ihr da jetzt verwendet, ist im Grunde genommen eurer Intuition anheimgestellt. Ich fange jetzt mal mit dem Violett an. Ich versuche auf alle Fälle warm und kalt auszubalancieren und nach vorne hin ein bisschen heller zu werden. Anders als sonst. Also ich möchte gern hier die relativ dunklen Töne konzentrieren. Das ist jetzt wieder die violette Mischung. Wir haben keine spezifische Beleuchtungssituation. Also es kommt nicht das Licht jetzt irgendwie von links vorne oder so, sondern es ist noch gerade Sonnenaufgang. Es ist einfach ein diffuses Licht da. So, hier kommt jetzt Ocker, ein bisschen wärmer. Ups, bin ich so weit nach oben gekommen. Sienna gebrannt, blau. Bisschen heller. Bisschen orange können wir auch mal reinnehmen. Jetzt ein bisschen Lasurorange hier. Ich hoffe, ich habe es auf der Materialliste gehabt. Und jetzt gehe ich wieder ins Violett, damit das nicht so eine ganz andere Schere hier wird. Ne, damit sie wieder zu der ein bisschen passt. Cobalt Türkis Light. Sienna gebrannt. Hätte man auch hier hinten schon gut unterbringen können. Und nach vorne hin ein bisschen Ocker. So, das war jetzt hier erstmal der erste Farbauftrag für die Steine hier im vorderen Bereich. Und jetzt kommen die einzelnen Steine auch ziemlich dunkel jetzt hier rein.
Davon lebt das Motiv. Es gibt gar nicht so viele helle Bereiche in diesen Steinen. Wobei, hier gehe ich nachher nochmal mit dem zweiten Farbauftrag ran. Also das wird schon noch ziemlich hell sein. Okay, mit Sienna gebrannt und Blau male ich die Steine. Und ich glaube, bei diesen Steinen mache ich doch nachher nochmal einen zweiten Farbauftrag, damit ihr das auch so ein bisschen sehen könnt, wie ich dann noch den... Wir haben ja jetzt zwei Steine, einer ist vorne, einer ist hinten. Und das kläre ich nachher nochmal. Jetzt werden die quasi als ein großer Kobalt-Türkis Light nicht zu rund malen. Und den hinteren mache ich nicht viel anders, vielleicht ein bisschen mehr Blau mit rein. Und beide Steine verschmelzen jetzt miteinander. Also wir haben hier noch keinen Anhaltspunkt, welcher Stein, wo ein Stein zu Ende ist und wo der andere beginnt. Ich kann es gerade nicht besser sagen. Auch hier, ne, hier liegt noch einer da vorne. Alles wird in einem Rutsch gemalt, aber natürlich Farbigkeit immer wieder jeden Zentimeter variieren. Kobalt, Türkis Light und Alizarin. Das sind auch zwei, die sehen jetzt noch aus wie einer. So, jetzt sehen wir schon, jetzt schlängelt sich der Weg hier so rum. Da, wo die Steine abfallen, ja, wir haben ja so eine Oberfläche, so eine relativ gerade, hier kann man das sehen. Und dann geht es halt irgendwann hier auch steil nach unten. Und da sind sie eben dann dementsprechend nicht mehr so vom Licht beschienen. Und das trage ich jetzt hier noch ein mit dem zweiten Farbauftrag. Da könnt ihr einmal so ein bisschen drauf fassen, ob das hier schon so einigermaßen trocken ist. Und da wir jetzt ja mit sehr cremiger Farbe arbeiten, ist nicht ganz schlimm, wenn es noch nicht hundertprozentig trocken ist. Mit Blau, Sienna gebrannt, bisschen Alizarin, wirklich schön dunkel, viel Pigment und viel Wasser. Und gleichzeitig setze ich so ein paar Linien, die hier, gucken, ob wir das hier noch sehen, hier auf der linken Seite sehen wir so ein paar Risse in den Felsen. Und diese harte Kante löse ich auch ein ganz bisschen stellenweise an hier. So, und jetzt kann ich schon sagen, das hier ist eine Zunge, eine Scherenzunge hier. Und dahinter kommt der nächste Finger, sozusagen der Steinfinger, der sich hier reinbegibt. Und der ist, ne, das ist jetzt wieder diese untere Ebene, die hier nach unten springt ins Wasser. Die wird ja dunkel gemalt. Und das ist jetzt hier hinten wieder die dunkle Ebene der nächsten Landzunge, also des nächsten Scherenfingers. Und deswegen mache ich den hier dunkel, dadurch entsteht die Schere hier vorne. Ja, jetzt haben wir so einen dreidimensionalen, so eine lange Scherenplatte. Kann man auch ein bisschen reinritzen, dann kriegt man noch mal so ein bisschen eine Helligkeit rein, kreiert. Und genau das Gleiche können wir dann hinten auch machen, müssen nur gucken, dass wir nicht zu gleichmäßig werden hier. So, und jetzt haben wir hier noch mal eine Ebene geschaffen. Also so ist das Rausarbeiten von diesen Strukturen, von diesen dreidimensionalen, ja, so dass wir hier eine gerade Ebene haben, da geht es runter, hier können die drauf stehen, die Leute. Das schafft man halt mit diesen Tonwerten, dass man sagt, hier ist es dunkler und obendrauf ist es hell und dahinter geht es ja wieder so eine Spalte runter, ja, und da wird es eben wieder dunkler. Das mache ich jetzt hier hinten auch noch, dass ich einfach hier festlege, wo der Schatten, also wo es sozusagen abwärts geht. So, hier ist auf alle Fälle für mich, das ist für mich jetzt hier ein bisschen wie Ostereier suchen. Ja? Ich habe jetzt wirklich so die Idee, wo könnte das hier abwärts gehen? Also wo rundet sich der Stein nach unten ins Wasser? Und hier. So, jetzt werde ich hier diese Steine genau in der gleichen Art gestalten, indem ich den hinteren dunkler male. Und zwar an der Stelle, wo er hinter dem anderen Stein liegt, also genau hier. So, das Ganze wird angelöst mit Wasser. Mit klarem Wasser gehe ich vorsichtig hier dagegen und ziehe mir das so, dass es weich hier reinläuft in diesen Stein. Wenn es ein bisschen fleckig wird, umso besser. Und können wir gleich hier weitermachen noch an der Stelle, weil hier natürlich der kleine Stein noch davor liegt. Dahinter dunkler machen. Noch ein bisschen dunkler.
Genauso würde dieser Stein hier, der vordere, würde hier relativ dunkel sein, hier unten, weil er da ja, ne, hier oben kommt Licht drauf, aber hier nicht. Dann hat er vielleicht noch irgendwelche Kanten hier drin. So. So, das gleiche machen wir hier. Was war hier geplant? Ich glaube, hier war der hinten. Und der vorne. Man kann also so eine Steinfläche am Anfang relativ langweilig gestalten. Musste ich wirklich lernen, über viele Jahre. Dass man so man kann ruhige Farben verwenden oder sagen wir mal die Tonwerte relativ gleich lassen. Ich bin hier ein bisschen zu gleichmäßig, sehe ich gerade. Ach, es ist doch immer wieder furchtbar. Also ich mache hier hinten noch ein bisschen hübsch. Die Tonwerte relativ gleichmäßig lassen in so einer Schere und dann lieber mit diesem Pinsel hier für Aufhellungen sorgen. Ist besser, als wenn es von Anfang an zu unruhig wird mit den Steinen. Das ist so ein bisschen wie Modellieren, wie Plastizieren. Also, jetzt haben wir das schon gut hingekriegt. Ich hoffe, ihr seid auch schon gut dabei. Immer schön modellieren. Es gibt helle Stellen, die sind oben im Licht und dunkle Stellen sind dann eben da, wo es die Ebene verlässt. Jetzt kommt noch die Spiegelung und dann haben wir das Bild auch schon fertig. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr noch 2 Personen draufmalen wollt oder nicht. Für die Spiegelung mache ich wieder eine schöne Mischung, einen Mischungsvorschlag. Das haben wir, glaube ich, hier öfter schon gehabt im Livestream. Basismischung für die Spiegelung von Dingen im Wasser ist immer Kobalt-Türkis Light und Neutraltinte bei mir. Und wahrscheinlich noch ein bisschen Blau dazu. Himmelsblau. Sodass ein metallisches Grau-Grün entsteht. Und wenn man jetzt ein großes Objekt hat, was sich spiegelt, wird dann in die noch nasse Spiegelungsfläche ein bisschen von der Eigenfarbe des Objekts noch gerne mit reingenommen. Normalerweise habe ich Spiegelungen oder habe ich oft auf trockenem Papier gemalt, werde ich auch bei den Steinen hier vorne so machen, aber hinten bei den Steinen würde ich es einmal nass machen, einfach um zu zeigen, dass das auch sehr gut geht. Vorsichtig jetzt mit klarem Wasser, mein Mann hat mir Gott sei Dank hier liebenswürdigerweise ein bisschen Wasser geholt. Wir sehen nicht so wahnsinnig viel Spiegelung hier, also es wird nicht der gesamte Stein jetzt hier gespiegelt. Grünlich-grau soll es aussehen. Und habe jetzt, weil ja hier das nass gemacht wurde, relativ viel Pigment drin im Pinsel. Und der Pinsel ist ziemlich trocken. Und durch die Nässe kriege ich jetzt hier halt so einen ganz weichen Verlauf. Ja, sonst, wenn ich eine Spiegelung male, ist es ja, jetzt kommt schon das Sienna gebrannt mit rein hier für die Steine selbst. Und hier hinten machen wir es genauso, auch nass gemacht und hier auch. Unter die kleinen Steine, die hier liegen, muss natürlich auch was drunter, hinten. Und hier haben wir jetzt mal einen ganz weichen Verlauf. Was ich jetzt unbedingt machen würde, ist mit der Pinselspitze kleine Verbindungslinien ziehen. So kleine Wellenbewegungen mit der Spiegelungsfarbe. Ja, das läuft jetzt hier so ein bisschen rum, dass wir so ein bisschen Bewegung in diese Pfütze reingehen. Also ich finde es ganz schön, dass es so weich ist jetzt hier. Ja, gar nicht mal so mit so einzelnen Strichen, sondern eine weiche, dunkle Fläche. Ich glaube, ich mache das hier auch nass. Mir gefällt es gut. Kobalt-Türkis, Neutraltinte und ein bisschen Braun für den Stein selbst. Und hier. Und unbedingt wieder die Verbindung zwischen den einzelnen Formen. Ja? Kleine Bewegungen im Wasser. Und wieder die Dunkelheit direkt unter die Steine. Und das setze ich unbedingt noch, während die Fläche noch nass ist. Okay, also mein Spiegelungsbild jetzt hier mit den Steinen ist, glaube ich, fertig. Die Menschen. Wollen wir die Menschen noch machen? Ich glaube, die Antwort ist ja. Also die Menschen sagen jetzt was über die Größe der Steine aus. Man könnte jetzt hier so einen großen Menschen hier rein, ja, dann wäre das hier eine ganz kleine Pfütze. Und wenn ich die Menschen sehr klein mache, so wie hier habe ich aber auch noch einen viel höheren Horizont, also hier stehe ich selber sehr erhöht, dann sind die Steine riesig.
Wir halten es mal jetzt mit dem Meister Spookwitch, deswegen habe ich den ja heute vorgestellt. Wir machen nur so ein paar Flecken und vertrauen mal, dass wenn da an so einem Osterei 2 Beine dran sind und dann noch eine runde Kugel als Kopf drauf ist, dass dann auch ein Mensch erkennbar ist. Und ich würde, glaube ich, 2 malen und wenn einer, ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt, einer alleine ist natürlich schon eine Aussage, der steht dann ganz einsam in dieser Landschaft. Ich fange mal an mit Lavendelblau, ich fange an mit dem Körper. Und ich mache sie nicht so groß, weil ich möchte gern die Größe der... Nee, ich mache es anders. Ich wasch den Körper aus erstmal ein bisschen. Die Weite der Landschaft möchte ich zeigen, durch die kleinen Menschen hier. Und den zweiten machen wir dann aber dunkler, der sitzt dann hier so. Der erste steht und guckt zum Horizont. Dieses Ausgewaschene muss ich jetzt ein bisschen föhnen, damit es nicht nass ist. Jetzt kriegt der... Er hat irgendwie eine weiße Jacke oder irgendwas an. Unten ist diese Jacke aber ein bisschen lavendelblau, wird angelöst mit Wasser. Ja, nur oben scheint ja das Licht drauf. Also unten ist das weiße Teil ein bisschen bläulich. Und jetzt nehme ich meine Neutraltinte hinten hier und ein bisschen Sienna gebrannt. Und in diese bläulich nasse Unterleibsgeschichte male ich jetzt hier ein Bein. Und das andere Bein ein bisschen so, ja, dass es nicht so ganz gerade steht. Und ihr seht schon, es ist ein Oberkörper da, es ist eine Art angedeutete Hose da. Hier läuft das Lavendelblau in die Hose hinein und jetzt brauche ich oben nur noch einen Kopf. Könnt natürlich auch, also der Meister Spookwitch würde jetzt eine Mütze aufsetzen und also da hat der unglaubliche filigrane Dinge. So beim Kopf dran denken, dass der Kopf 8-mal in diesen Körper rein muss. Also das oder 7,5 beim normalen Mitteleuropäer. Nicht zu groß die Köpfe machen. Dann stehen da Kinder, was ja auch nicht schlimm wäre. Aber wenn es Erwachsene sein sollen, muss der Kopf relativ klein sein. So, ein bisschen längere Beine. Und dann machen wir nachher auch noch so ein bisschen Schatten. Der zweite sitzt, hat den Kopf ungefähr auf der Hüfte hier. Ups, ganz schön rot. Erstmal den Körper. Cadmiumgelb könnte funktionieren oder gemischt mit lichter Ocker oder mal gucken, wenn es nicht geht, nehme ich Jaune Brillant. Der sitzt hier unten, das ist der Oberkörper, der macht Yoga, genau hier. So würde es eigentlich schon reichen, ja? Schatten drunter und der sitzt da und im Schneidersitz. Aber wir können auch sagen, er hat noch Knie, ne? Hat schon seine rote Pudelmütze auf. Also das ist jetzt einfach nur so ein Zack, Zack für Oberschenkel, Unterschenkel. Ganz einfach und reduziert. Und jetzt noch ein bisschen Dunkelheit unter beide Figuren, damit sie schön da stehen können. Dann kriegt der hier auf alle Fälle unter sich einen schönen Schatten. So. Und der hier in irgendeiner Weise auch. Ich will jetzt gar nicht so sehr in eine Richtung gehen. So, und dann haben sie natürlich auch noch ein bisschen Gepäck dabei. Das tun wir hier noch so hin. Und der hat auch noch ein bisschen was. Und den Schatten unter den löse ich noch ein bisschen an, damit es nicht so... Und dann nehme ich noch das Weiß aus der Tube. Es ist ja so, wenn man so ein Motiv hat, was eben sehr stark in einer Richtung nur dominant ist. Also man sagt ja sowieso, in einem gut komponierten Bild sollte eine Richtung überwiegen. Das ist jetzt hier also ganz eindeutig, die waagerechte oder die horizontale Ausrichtung überwiegt. Es gibt wenig Diagonalen, wobei hier schon eine Diagonale entsteht durch den Durchgang. Aber es gibt halt ganz wenig, ja, das passt jetzt hier gerade nicht so gut mit dem Weiß, weil hier diese Welle langläuft. Ich versuche mal hier nochmal mein Glück. Ja, hier geht's gut. Der kommt richtig raus durch die weißen Bewegungen. Und bei dem anderen hätte man dahinter... Der sieht jetzt wirklich so aus, als hätte er ein weißes Handtuch auf dem Kopf. Jetzt guckt der ja hier in den Horizont und erzählt dem anderen, was da vielleicht vorne ist. Und da könnten jetzt dann noch ein paar Möwen fliegen. Jetzt ist die Frage, wohin? Da wäre es hier und eine vielleicht hier. Ja, so mache ich es. Also da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wo sie hin sollen. Eigentlich bei dem Motiv, na doch, man sieht schon jetzt mit einer. Ja, also es belebt. Wir haben ja eine relativ ruhige Fläche hier oben, im Gegensatz hier zu diesen, wo viel los ist. Und in der ruhigen, großen Fläche nochmal kleine Formen reinzunehmen, ist nicht verkehrt. So, noch eine dritte. Reicht, sagt mein Chef hier. Ja. Okay, 3 sind ja irgendwie auch doof, ne? So und da noch eine. Ja,
So ist es gut. Okay, das war, glaube ich, mein Motiv für heute.